Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute nehmen wir uns Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für dein neues Leben. Zeit für kleine Schritte in einem neuen Land. Du musst nichts perfekt machen. Du musst nicht alles sofort verstehen. Du darfst einfach zuhören. Du darfst langsam lesen. Du darfst leise mitsprechen. Und wenn ein Wort neu ist, ist das nicht schlimm. Ein neues Wort ist wie eine neue Tür. Heute öffnen wir viele kleine Türen. Vielleicht bist du neu in Deutschland. Vielleicht bist du erst seit ein paar Tagen hier. Vielleicht seit ein paar Wochen. Vielleicht bist du noch nicht hier. Aber du bereitest dich vor. Vorbereiten bedeutet, du machst dich bereit. Du denkst nach. Du lernst. Du planst. Du machst einen kleinen Schritt vor dem großen Schritt. Ein neues Land ist schön. Aber ein neues Land ist auch schwierig. Alles ist neu. Die Sprache ist neu. Die Straßen sind neu. Die Regeln sind neu. Die Menschen sind neu. Der Supermarkt ist neu. Der Bus ist neu. Die Wohnung ist neu. Auch kleine Dinge können plötzlich groß sein. Du möchtest Brot kaufen. Aber welches Brot? Du möchtest eine Fahrkarte kaufen. Aber wo? Du möchtest zum Arzt gehen. Aber wie macht man einen Termin? Du möchtest dich anmelden. Aber was bedeutet Anmeldung? Du möchtest höflich sein. Aber was sagt man in Deutschland? Du möchtest niemanden stören. Aber du weißt nicht, was normal ist. Das ist ganz normal. Normal bedeutet, viele Menschen erleben das auch. Du bist nicht allein. Viele Menschen kommen nach Deutschland und fühlen sich am Anfang unsicher. Unsicher bedeutet, man weiß nicht genau, was richtig ist. Man hat Fragen. Man ist ein bisschen nervös. Aber Unsicherheit ist kein Fehler. Unsicherheit ist nur der Anfang. Heute gehen wir langsam durch die ersten Wochen in Deutschland. Wir sprechen über Probleme. Problem bedeutet, etwas ist schwierig. Aber wir sprechen auch über Lösungen. Lösung bedeutet ein Weg, der hilft. Ein Problem ist da. Dann suchen wir eine Lösung. Schritt für Schritt. Also mach es dir bequem. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Wir beginnen langsam. Nicht mit Stress, nicht mit Angst, sondern mit Ruhe, mit einfachen Sätzen, mit wichtigen Wörtern, mit kleinen Situationen aus dem Alltag. Jetzt bist du angekommen. Ankommen bedeutet, du kommst an einen Ort. Du bist nicht mehr unterwegs. Du bist da. Du kommst in Deutschland an. Vielleicht am Flughafen. Vielleicht am Bahnhof. Vielleicht mit dem Bus. Vielleicht mit dem Zug. Du hast eine Tasche. Vielleicht hast du einen Koffer. Ein Koffer ist groß. Darin sind deine Sachen. Kleidung, Schuhe, Dokumente, vielleicht Fotos, vielleicht ein kleines Geschenk von zu Hause. Du hältst den Koffer fest. Du schaust dich um. Viele Menschen gehen schnell. Du gehst langsam. Du suchst ein Schild. Schild bedeutet eine Tafel mit Information. Du liest Wörter. Ausgang, Taxi, Bus, Bahn, Gepäck, Information. Vielleicht verstehst du nicht alles. Das ist okay. Du musst nicht
jedes Wort verstehen. Du suchst nur das wichtigste Wort. Ausgang. Ausgang bedeutet, hier geht man hinaus. Hinausgehen bedeutet, aus einem Gebäude gehen. Du folgst dem Schild Ausgang. Du gehst hinaus. Draußen ist Deutschland. Die Luft ist vielleicht kalt. Vielleicht ist sie frisch. Vielleicht regnet es. Vielleicht ist der Himmel grau. Grau bedeutet nicht schwarz, nicht weiß, sondern zwischen schwarz und weiß. Du hast eine Adresse. Adresse bedeutet, wo du wohnen willst oder wo du hin musst. Du schaust auf dein Handy. Handy bedeutet dein Telefon. Du öffnest die Karte. Karte bedeutet hier eine App mit Straßen und Wegen. Du suchst den Weg. Weg bedeutet, wie du von einem Ort zu einem anderen Ort kommst. Problem 1. Du weißt nicht, wie du vom Flughafen oder Bahnhof zur Wohnung kommst. Das ist ein häufiges Problem. Häufig bedeutet, es passiert oft. Viele neue Menschen haben dieses Problem. Die Lösung ist einfach, aber du musst ruhig bleiben. Du kannst fragen, Entschuldigung. Wo ist der Bus? Entschuldigung. Wo ist die Bahn? Entschuldigung. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Hauptbahnhof bedeutet der große Bahnhof einer Stadt. Du kannst auch sagen, ich bin neu hier. Können Sie mir helfen? Das ist ein sehr wichtiger Satz. Ich bin neu hier. Können Sie mir helfen? Viele Menschen helfen gern, wenn die Frage kurz und klar ist. Kurz bedeutet nicht lang. Klar bedeutet gut verständlich. Du musst nicht perfekt sprechen. Du kannst langsam sprechen. Du kannst dein Handy zeigen. Du kannst die Adresse zeigen. Du kannst sagen, ich möchte hierhin. Wie komme ich dorthin? Hierhin bedeutet zu diesem Ort. Dorthin bedeutet zu diesem Ort dort. Kleine Wörter, aber wichtig. Hier, dort, hier, hin, dorthin. Vielleicht sagt die Person, nehmen Sie die S-Bahn. S-Bahn ist ein Zug in der Stadt und in der Region. Vielleicht sagt sie, nehmen Sie die U-Bahn. U-Bahn ist die Bahn unter der Erde. Vielleicht sagt sie, nehmen Sie den Busnummer, 100. Nummer bedeutet Zahl. Busnummer 100. Jetzt brauchst du ein Ticket. Ticket bedeutet Fahrkarte. In Deutschland muss man oft vor der Fahrt ein Ticket kaufen. Vor der Fahrt bedeutet, bevor du fährst. Problem 2. Der Automat ist schwer. Automat bedeutet eine Maschine. Du kaufst dort ein Ticket. Viele Automaten haben viele Knöpfe. Knopf bedeutet etwas, worauf du drückst. Du siehst Wörter, Einzelfahrt, Tageskarte, Kurzstrecke, Zone, Erwachsene, Kinder, bezahlen, Karte, Bargeld. Einzelfahrt bedeutet eine Fahrt. Tageskarte bedeutet ein Ticket für einen Tag. Kurzstrecke bedeutet eine kurze Fahrt. Zone bedeutet ein bestimmter Bereich in der Stadt. Am Anfang ist das verwirrend. Verwirrend bedeutet schwer zu verstehen. Lösung: Wähle am Anfang lieber eine einfache Option. Wenn du nur einmal fahren willst, nimm Einzelfahrt. Wenn du den ganzen Tag viel fahren willst, nimm Tageskarte.
Wenn du unsicher bist, frage: Entschuldigung, welches Ticket? Adresse brauche ich bis hier? Und zeige die Adresse oder die Station. Station bedeutet Haltestelle oder Bahnhof. Haltestelle ist ein Ort, wo Bus oder Straßenbahn hält. Bahnhof ist ein Ort, wo Züge halten. Du kaufst das Ticket. Vielleicht musst du es entwerten. Entwerten bedeutet, das Ticket in eine kleine Maschine stecken, damit es gültig wird. Gültig bedeutet, es ist okay, du darfst fahren. In manchen Städten muss man entwerten, in anderen Städten nicht. Problem: du weißt es nicht. Lösung: schau, was andere Menschen machen. Oder frage: muss ich das Ticket entwerten? Muss ich das Ticket hier stempeln? Stempeln bedeutet, mit einer Maschine ein Zeichen auf das Ticket machen. Jetzt fährst du. Du sitzt im Bus? In der Bahn. Du hältst deinen Koffer. Du bist müde. Müde bedeutet, du brauchst Ruhe oder Schlaf. Vielleicht bist du auch aufgeregt. Aufgeregt bedeutet, dein Herz ist schnell, weil etwas neu oder wichtig ist. Du schaust aus dem Fenster. Häuser, Straßen, Ampeln, Fahrräder, Bäckereien, Apotheken, Supermärkte. Alles sieht anders aus. Du kommst an deiner Wohnung an. Wohnung bedeutet ein Ort, wo du lebst. Vielleicht ist es ein Zimmer in einer WG. WG bedeutet Wohngemeinschaft. Das heißt, mehrere Menschen wohnen zusammen in einer Wohnung. Jeder hat vielleicht ein eigenes Zimmer. Küche und Bad teilt man. Teilen bedeutet etwas zusammen benutzen. Problem 3. Die Wohnung ist anders als erwartet. Erwartet bedeutet, du hast gedacht, es ist so. Aber es ist anders. Vielleicht ist das Zimmer kleiner. Vielleicht ist es kalt. Vielleicht gibt es keine Möbel. Möbel sind Bett, Tisch, Stuhl, Schrank. Vielleicht funktioniert das Internet noch nicht. Funktionieren bedeutet, etwas arbeitet gut. Das Internet funktioniert. Das Licht funktioniert. Die Heizung funktioniert. Am Anfang ist das schwierig, aber es gibt Lösungen. Wenn etwas kaputt ist, mach Fotos. Foto bedeutet Bild mit dem Handy. Schreib eine Nachricht an den Vermieter. Vermieter bedeutet die Person, die die Wohnung vermietet. Du kannst schreiben: Guten Tag, die Heizung funktioniert nicht. Können Sie bitte helfen? Oder: Guten Tag, das Internet funktioniert nicht. Was kann ich tun? Oder: Guten Tag, im Bad gibt es ein Problem mit Wasser. Können Sie bitte kommen? In Deutschland ist Schreiben oft wichtig. Eine schriftliche Nachricht ist besser als nur ein Telefonat. Schriftlich bedeutet, du schreibst es. Dann gibt es einen Beweis. Beweis bedeutet, man kann später sehen, was passiert ist. Jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort. Anmeldung. Anmeldung bedeutet, du sagst der Stadt offiziell, wo du wohnst. Offiziell bedeutet, es ist für die Behörden. Behörde ist ein Büro vom Staat oder von der Stadt. In Deutschland muss man sich oft anmelden, wenn man in eine neue Stadt zieht. Ziehen bedeutet hier umziehen.
In eine neue Wohnung gehen. Problem 4. Die Anmeldung ist schwer. Du brauchst einen Termin. Termin bedeutet ein fester Zeitpunkt. Zum Beispiel Montag um 10 Uhr. Du brauchst Dokumente. Dokumente sind wichtige Papiere. Pass, Mietvertrag, Wohnungsgeberbestätigung. Der Pass ist ein Reisedokument. Mietvertrag ist der Vertrag für die Wohnung. Wohnungsgeberbestätigung ist ein Papier vom Vermieter. Es bestätigt: ja, diese Person wohnt hier. Das Wort ist lang. Wohnungsgeberbestätigung. Du musst es nicht perfekt aussprechen. Du kannst es langsam sagen. Wohnungsgeberbestätigung. Oder du zeigst das Wort auf dem Handy. Viele deutsche Wörter sind lang. Aber lange Wörter bestehen oft aus kleinen Wörtern. Wohnung, Geber, Bestätigung. So wird es leichter. Lösung. Mach eine kleine Mappe. Mappe bedeutet ein Ort für deine Papiere. In die Mappe legst du deinen Pass, deinen Vertrag, Deine Bestätigung. Deine Krankenversicherung. Deine Arbeitspapiere. Deine Fotos. Deine Kopien. Kopie bedeutet ein zweites Papier, nicht das Original. Original bedeutet das echte Dokument. Mach auch Fotos von allen Dokumenten mit dem Handy. Speichere sie. Speichern bedeutet behalten auf dem Handy oder Computer. Dann hast du eine Sicherheit. Beim Bürgeramt sitzt du vielleicht im Wartebereich. Bürgeramt ist ein Büro der Stadt. Wartebereich bedeutet Ort, wo du wartest. du nimmst eine Nummer. Nummer bedeutet Zahl. Du wartest. Vielleicht lange. Wartezeit bedeutet, wie lange du warten musst. Wenn du dran bist, gehst du zum Schalter. Schalter ist der Tisch oder Platz, wo ein Mitarbeiter sitzt. Mitarbeiter bedeutet Person, die dort arbeitet. Du sagst: Guten Tag. Ich habe einen Termin zur Anmeldung. Hier sind meine Dokumente. Sprich langsam. Atme ruhig. Wenn du etwas nicht verstehst, sag: Können Sie das bitte wiederholen? Wiederholen bedeutet noch einmal sagen. Oder? Können Sie bitte langsam sprechen? Oder? Ich lerne Deutsch. Können Sie bitte einfach sprechen? Diese Sätze sind Gold. Gold bedeutet sehr wertvoll. Nicht echtes Gold, aber sehr wichtig. Nach der Anmeldung bekommst du vielleicht eine Meldebescheinigung. Meldebescheinigung Bedeutet ein Papier, das zeigt, wo du angemeldet bist. Dieses Papier brauchst du oft. Für Bank, Arbeit, Versicherung, manchmal für Schule oder Universität. Bewahre es gut auf. Aufbewahren bedeutet Sicher behalten. Jetzt brauchst du vielleicht ein Bankkonto. Bankkonto bedeutet ein Konto bei einer Bank. Dort bekommst du Geld. Dort bezahlst du Miete. Miete bedeutet Geld für die Wohnung. Du bezahlst jeden Monat Miete. Monat bedeutet Januar, Februar, März und so weiter. Problem 5. Du verstehst die Bank nicht. Es gibt viele Wörter. Konto, Karte, PIN, Überweisung, Dauerauftrag, Gebühr. Konto ist dein Platz für Geld. Karte ist die Bankkarte. PIN ist eine geheime Zahl. Geheim bedeutet
Nur du kennst sie. Überweisung bedeutet, du schickst Geld von deinem Konto zu einem anderen Konto. Dauerauftrag bedeutet, Geld geht automatisch jeden Monat raus. Gebühr bedeutet Kosten. Lösung. Lern die wichtigsten Sätze. Ich möchte ein Konto eröffnen. Eröffnen bedeutet neu beginnen. Ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Welche Dokumente brauche ich? Gibt es Gebühren? Bekomme ich eine Karte? Wann kommt die Karte? Wie kann ich die Miete überweisen? Viele Banken haben Apps. App bedeutet Programm auf dem Handy. Aber auch Apps können schwer sein. Mach langsam. Schreib deine PIN nicht auf die Karte. Gib deine PIN niemandem. Niemand bedeutet keine Person. Wenn du unsicher bist, frage direkt in der Bank. Jetzt kommt Krankenversicherung. Krankenversicherung ist sehr wichtig in Deutschland. Krank bedeutet nicht gesund. Versicherung bedeutet Schutz. Die Krankenversicherung hilft, wenn du krank bist oder zum Arzt musst. Arzt bedeutet Doktor. Ärztin bedeutet Doktorin. Problem 6. Du weißt nicht, welche Versicherung du brauchst. Es gibt gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung. Gesetzlich bedeutet nach dem Gesetz für viele Menschen. Privat bedeutet anders, oft für bestimmte Gruppen. Wenn du arbeitest, studierst oder eine Ausbildung machst, gibt es Regeln. Regel bedeutet, was man tun muss oder soll. Lösung. Frag deine Arbeit, deine Universität oder eine Beratungsstelle. Beratungsstelle bedeutet ein Ort, wo Menschen dir Informationen geben. Du kannst fragen, welche Krankenversicherung brauche ich? Können Sie mir helfen? Gibt es eine Liste? Was kostet das pro Monat? Wenn du krank bist, brauchst du einen Hausarzt. Hausarzt bedeutet ein allgemeiner Arzt. Du gehst zuerst zum Hausarzt. Er oder sie hilft dir oder gibt dir eine Überweisung. Überweisung beim Arzt bedeutet ein Papier für einen Facharzt. Facharzt bedeutet ein Arzt für ein spezielles Problem. Zum Beispiel Augenarzt, Zahnarzt, Hautarzt. Problem 7. Du brauchst einen Arzttermin, aber du hast Angst zu telefonieren. Telefonieren in einer neuen Sprache ist schwer. Du siehst die Person nicht. Du hörst nur die Stimme. Vielleicht spricht die Person schnell. Schnell bedeutet nicht langsam. Lösung. Schreib zuerst auf, was du sagen willst. Zum Beispiel: Guten Tag. Mein Name ist Anna Müller. Ich bin neu in Deutschland. Ich brauche einen Termin. Ich habe Fieber. Ich habe Fieber. Ich habe Husten. Ich habe Schmerzen. Haben Sie diese Woche einen Termin frei? Frei bedeutet verfügbar. Ein Termin ist frei, wenn du kommen kannst. Wenn du nichts verstehst, sag: Können Sie das bitte langsam wiederholen? Oder: Können Sie mir den Termin per E-Mail schicken? E-Mail ist gut, weil du die Information lesen kannst. Wenn es ein Notfall ist, ist es anders. Notfall bedeutet, es ist dringend und gefährlich. Zum Beispiel starke Brustschmerzen, schwere
Atemnot, Unfall, sehr starke Blutung. Dann rufst du 112. Das ist die Notrufnummer. Aber für normale Probleme gehst du nicht direkt in die Notaufnahme. Notaufnahme ist der Bereich im Krankenhaus für Notfälle. Krankenhaus bedeutet Hospital. Jetzt sprechen wir über Einkaufen. Einkaufen ist alltäglich. Alltäglich bedeutet jeden Tag oder oft. In Deutschland gibt es viele Supermärkte. Große, kleine, billigere und teurere. Du gehst hinein. Du nimmst einen Einkaufswagen. Manchmal brauchst du eine Münze. Münze bedeutet kleines Geld aus Metall. 1 Euro, 2 Euro. Du steckst die Münze in den Wagen. Dann kannst du ihn benutzen. Problem 8. Im Supermarkt ist alles schnell. Die Kassiererin scannt schnell. Die Produkte kommen schnell. Du musst schnell einpacken. Einpacken bedeutet Sachen in die Tasche tun. Du bist nervös. Die Leute hinter dir warten. Hinter dir bedeutet die Menschen nach dir in der Schlange. Lösung. Bereite dich vor. Nimm eigene Taschen mit. In Deutschland muss man Tüten oft bezahlen. Tüte bedeutet Tasche aus Plastik oder Papier. Lege schwere Sachen zuerst auf das Band. Band bedeutet das bewegende Teil an der Kasse. Lege Brot, Eier und weiche Sachen am Ende. Weich bedeutet nicht hart. Nach dem Bezahlen gehst du vielleicht an einen Packtisch. Packtisch bedeutet ein Tisch, wo du in Ruhe einpacken kannst. Du musst nicht alles direkt an der Kasse perfekt einpacken. Du kannst die Sachen schnell in den Wagen legen und danach ruhig packen. An der Kasse hörst du Fragen: Haben Sie eine Payback-Karte? Möchten Sie den Bon? Bon bedeutet Kassenbon, also Rechnung. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Bar bedeutet mit Bargeld. Mit Karte bedeutet mit Bankkarte. Du kannst antworten: Nein, danke. Ja, bitte. Mit Karte, bitte. Bar, bitte. Den Bon bitte. Keinen Bon, danke. Kurz, klar, freundlich. Freundlich sein ist wichtig. Freundlich bedeutet nett und ruhig. Du musst nicht viel reden. Ein Lächeln hilft. Bitte und danke helfen. Entschuldigung hilft. In Deutschland ist Höflichkeit oft ruhig. Man spricht nicht immer viel mit fremden Menschen. Fremd bedeutet, du kennst die Person nicht. Das ist nicht unfreundlich. Das ist nur eine andere Gewohnheit. Gewohnheit bedeutet etwas, was Menschen oft so machen. Jetzt sprechen wir über Müll. Müll bedeutet Dinge, die du wegwirfst. In Deutschland gibt es Mülltrennung. Trennung bedeutet Sachen getrennt machen. Papier kommt zu Papier. Plastik kommt in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Bio kommt in die Biotonne. Restmüll kommt in die Restmülltonne. Glas kommt oft in den Glascontainer. Problem 9. Mülltrennung ist kompliziert. Kompliziert bedeutet nicht einfach. Du weißt nicht, wohin etwas gehört. Gehört bedeutet, wo etwas richtig ist. Lösung. Frage deine Mitbewohner oder deinen Vermieter. Du kannst sagen: Entschuldigung, ich bin neu hier. Wohin kommt Papier?
Wohin kommt Plastik? Wohin kommt Bio? Wohin kommt Glas? Die Frage, wohin kommt, ist sehr nützlich. Nützlich bedeutet, es hilft. Wohin kommt die Flasche? Wohin kommt die Dose? Wohin kommt der Karton? Wohin kommt der Rest? Glascontainer haben oft Zeiten. Zeiten bedeutet, wann du etwas machen darfst. Zum Beispiel nicht am Sonntag, nicht spät am Abend. Warum? Weil Glas laut ist. Laut bedeutet viel Geräusch. In Deutschland gibt es oft Ruhezeiten. Ruhezeit bedeutet Zeit, in der man leise sein soll. Problem 10. Du kennst die Ruhezeiten nicht. Vielleicht willst du am Sonntag bohren. Bohren bedeutet mit einer Maschine ein Loch machen. Vielleicht willst du spät Staubsaugen. Staubsaugen bedeutet mit dem Staubsauger sauber machen. Aber Nachbarn können sich beschweren. Sich beschweren bedeutet sagen, dass etwas stört. Lösung: sei vorsichtig. Abends nach 22 Uhr leise sein. Sonntags keine lauten Arbeiten machen. Musik nicht zu laut. Waschmaschine nicht sehr spät, wenn das Haus hellhörig ist. Hellhörig bedeutet, man hört Geräusche leicht durch die Wände. Wenn du eine Party machen willst, sag den Nachbarn vorher Bescheid. Bescheid sagen bedeutet informieren. Du kannst schreiben: Hallo, am Samstag habe ich Besuch. Es kann etwas lauter werden. Ich bemühe mich, ab 22 Uhr leise zu sein. Danke für Ihr Verständnis. Verständnis bedeutet, jemand versteht deine Situation. Das ist ein gutes Wort. Jetzt sprechen wir über Sprache. Sprache ist vielleicht das größte Problem. Groß bedeutet hier sehr wichtig. Du lernst Deutsch, aber im Alltag sprechen Menschen schnell. Im Kurs ist alles langsam. Auf der Straße ist alles schnell. Im Supermarkt ist alles schnell. Im Amt ist alles offiziell. Bei der Arbeit gibt es Fachwörter. Fachwörter sind spezielle Wörter für einen Beruf. Problem 11. Du verstehst viele Menschen nicht. Das macht müde. Es macht traurig. Manchmal macht es Angst. Aber das ist normal. Verstehen braucht Zeit. Sprechen braucht Zeit. Hören braucht Zeit. Dein Ohr muss Deutsch üben. Dein Mund muss Deutsch üben. Dein Kopf muss Deutsch üben. Lösung: Lern nicht nur Wörter, sondern Sätze. Ganze Sätze helfen im Alltag. Zum Beispiel: Ich bin neu in Deutschland. Ich lerne Deutsch. Können Sie bitte langsam sprechen? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte aufschreiben? Was bedeutet dieses Wort? Ich verstehe das noch nicht. Einen Moment bitte. Ich schaue kurz nach. Danke für Ihre Hilfe. Diese Sätze sind wie Werkzeuge. Werkzeug bedeutet etwas, womit du arbeiten kannst. Ein Hammer ist ein Werkzeug. Ein Satz kann auch ein Werkzeug sein. Du brauchst ihn und er hilft dir. Sprich jeden Tag ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen reicht. Reichen bedeutet genug sein. Sag im Supermarkt: Guten Tag. Mit Karte bitte. Danke. Auf Wiedersehen. Sag im Bus: Entschuldigung, ist dieser Platz frei?
Sag im Haus Guten Morgen. Sag beim Arzt: Ich habe Schmerzen. Sag in der Schule: Können Sie mir helfen? Kleine Sätze bauen Mut auf. Mut bedeutet, du hast weniger Angst und machst es trotzdem. Du musst nicht warten, bis dein Deutsch perfekt ist. Perfekt? Kommt später. Alltag kommt jetzt. Jetzt sprechen wir über Arbeit. Vielleicht bist du nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Arbeit bedeutet Job. Vielleicht suchst du Arbeit. Suchen bedeutet, du möchtest etwas finden. Arbeitssuche bedeutet, du suchst eine Arbeitsstelle. Arbeitsstelle bedeutet ein Job. Problem 12. Du weißt nicht, wie man Arbeit sucht. In Deutschland braucht man oft Bewerbungen. Bewerbung bedeutet, du schreibst an eine Firma, weil du dort arbeiten möchtest. Firma bedeutet Unternehmen. Du brauchst oft einen Lebenslauf. Lebenslauf bedeutet ein Papier über dich, deine Ausbildung, deine Arbeit, deine Fähigkeiten. Fähigkeit bedeutet, was du kannst. Du brauchst vielleicht ein Anschreiben. Anschreiben bedeutet ein Brief an die Firma. Lösung. Mach einen einfachen Lebenslauf. Schreib klar. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Ausbildung, Arbeitserfahrung, Sprachen, Fähigkeiten. Nicht zu lang. Klar und ordentlich. Ordentlich bedeutet sauber, gut strukturiert. Wenn du eine Stelle findest, lies die Anzeige langsam. Anzeige bedeutet, die Firma schreibt, wen sie sucht. Wichtige Wörter sind Vollzeit, Teilzeit, Minijob, Schichtarbeit, Erfahrung, Führerschein, Deutschkenntnisse. Vollzeit bedeutet viele Stunden pro Woche, oft 5 und 30 bis 40. Teilzeit bedeutet weniger Stunden. Minijob ist eine kleine Arbeit mit begrenztem Geld. Schichtarbeit bedeutet Arbeit zu verschiedenen Zeiten, zum Beispiel morgens, abends oder nachts. Führerschein bedeutet, du darfst Auto fahren. Deutschkenntnisse bedeutet, wie gut dein Deutsch ist. wenn du unsicher bist, frage. Welche Deutschkenntnisse brauche ich? Brauche ich Erfahrung? Ist die Stelle Vollzeit oder Teilzeit? Wann beginnt die Arbeit? Wie hoch ist der Lohn? Lohn bedeutet Geld für Arbeit. Bei der Arbeit gibt es Regeln. Pünktlichkeit ist wichtig. Pünktlich bedeutet zur richtigen Zeit. Wenn Arbeit um 8 Uhr beginnt, komm nicht um 8. 10. Komm lieber um 7, 50 oder 7. 55. Wenn du zu spät kommst, sag Bescheid. Zum Beispiel: Entschuldigung, mein Bus hat Verspätung. Ich komme 10 Minuten später. Verspätung bedeutet, etwas kommt zu spät. Problem 13. Du verstehst die Kultur bei der Arbeit nicht. Kultur bedeutet, wie Menschen leben, sprechen und arbeiten. In Deutschland ist direkte Kommunikation oft normal. Direkt bedeutet, jemand sagt klar, was er meint. Das kann hart klingen. Aber es ist nicht immer böse. Wenn jemand sagt, das ist falsch, bitte ändern Sie das, dann meint er vielleicht nur die Arbeit, nicht dich als Person. Lösung.
Nimm Kritik nicht sofort persönlich. Kritik bedeutet, jemand sagt, was besser werden soll. Persönlich bedeutet, gegen dich als Mensch. Frag ruhig: Können Sie mir zeigen, wie ich es richtig mache? Oder was soll ich genau ändern? Oder bis wann brauchen Sie das? Bis wann bedeutet, welche Frist? Frist bedeutet letzter Zeitpunkt. Wenn du etwas nicht weißt, frage früh. Früh bedeutet Nicht zu spät. Viele Probleme werden größer, wenn man zu lange wartet. Warten ist manchmal gut, aber bei Arbeit ist Fragen oft besser. Jetzt sprechen wir über Schule, Kurs oder Ausbildung. Vielleicht machst du einen Deutschkurs. Kurs bedeutet Du lernst mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. vielleicht Machst du eine Ausbildung. Ausbildung bedeutet, du lernst einen Beruf. Beruf bedeutet Arbeit, die man gelernt hat. Vielleicht studierst du. Studieren bedeutet an einer Universität lernen. Problem 14. Du verstehst den Unterricht nicht immer. Unterricht bedeutet Lernzeit mit Lehrer. der Lehrer erklärt. Die anderen hören, schreiben, sprechen. Vielleicht bist du müde. Vielleicht ist die Grammatik schwer. Grammatik bedeutet Regeln der Sprache. Artikel, Verben, Fälle, Zeiten. Der, die, das. Ein, eine. Ich gehe. Du gehst. Ich bin gegangen. Lösung. Lern in kleinen Portionen. Portion bedeutet ein kleiner Teil. Nicht alles auf einmal. Heute 10 Wörter. Morgen 5 Sätze. Übermorgen eine kleine Regel. Wiederholen ist wichtig. Wiederholen bedeutet noch einmal machen. Einmal hören ist nicht genug. 2-mal ist besser. 5-mal ist normal. 10-mal ist sehr gut. Mach ein Heft. Heft bedeutet ein kleines Buch zum Schreiben. Schreib neue Wörter mit einem Beispielsatz. Nicht nur das Wort. Beispiel. Die Anmeldung. Ich habe morgen einen Termin zur Anmeldung. Das ist besser als nur Anmeldung. Ein Wort mit Satz lebt. Ein Wort ohne Satz ist allein. Sprich mit dir selbst. Das klingt komisch, aber es hilft. Komisch bedeutet Ein bisschen seltsam. sag morgens, Ich stehe auf. Ich mache Kaffee. Ich gehe zur Arbeit. Ich nehme den Bus. Ich kaufe Brot. Ich koche Reis. Ich rufe meine Mutter an. So wird Deutsch ein Teil deines Tages. Jetzt sprechen wir über Essen. Essen ist wichtig. Essen ist Heimat. Heimat bedeutet der Ort oder das Gefühl, wo du dich zu Hause fühlst. Wenn du neu in Deutschland bist, vermisst du vielleicht dein Essen. Vermissen bedeutet, du möchtest etwas haben, aber es ist nicht da. Du vermisst Reis, Gewürze, Suppe, Brot von zu Hause, Tee, Früchte, Gerichte deiner Familie. Problem 15. Deutsches Essen ist anders. Brot ist anders. Wurst ist anders. Käse ist anders. Mahlzeiten sind anders. Manche Menschen essen kalt am Abend. Kalt bedeutet nicht warm. Vielleicht ist das für dich neu. Vielleicht möchtest du warm essen. Das ist okay. Lösung. Du musst nicht alles ändern. Du darfst dein Essen behalten.
Behalten bedeutet nicht verlieren, weiterhaben. Suche internationale Supermärkte. International bedeutet aus vielen Ländern. Suche Asiamarkt, türkischen Supermarkt, arabischen Laden, indischen Laden, afrikanischen Laden, osteuropäischen Laden. Viele Städte haben solche Läden. Dort findest du Gewürze, Reis, Bohnen, Nudeln, Tee, Soßen und viele vertraute Dinge. Vertraut bedeutet, du kennst es, es fühlt sich gut an. Vertrautes Essen gibt Ruhe. Du kannst auch deutsches Essen langsam probieren. Probieren bedeutet testen, essen oder trinken, um zu sehen, ob du es magst. Vielleicht magst du Brezel. Vielleicht magst du Kartoffelsalat. Vielleicht magst du Suppe. Vielleicht magst du Kuchen. Vielleicht nicht. Alles ist okay. Wenn du eingeladen wirst, kannst du sagen, Danke, ich probiere gern. Oder Entschuldigung, ich esse kein Schweinefleisch. Oder ich bin vegetarisch. Oder ich habe eine Allergie. Allergie bedeutet, dein Körper reagiert schlecht auf etwas. Diese Sätze sind wichtig und höflich. Jetzt sprechen wir über Freunde. Freunde finden ist für viele Menschen schwer. In einem neuen Land kennst du niemanden. Niemand bedeutet keine Person. Vielleicht bist du oft allein. Allein ist nicht immer schlecht. Aber manchmal fühlt man sich einsam. Einsam bedeutet allein und traurig. Problem 16. Du möchtest Freunde finden, aber du weißt nicht wie. Deutsche Menschen wirken manchmal distanziert. Distanziert bedeutet, sie sind freundlich, aber nicht sofort sehr nah. Nah bedeutet persönlich, warm, eng. Viele Deutsche brauchen Zeit. Freundschaft wächst langsam. Wachsen bedeutet größer werden. Lösung. Gehe an Orte, wo Menschen regelmäßig sind. Regelmäßig bedeutet immer wieder. Zum Beispiel jede Woche. Ein Kurs, ein Sportverein, ein Sprachcafé, eine Bibliothek, eine Kirche, eine Gruppe, ein Ehrenamt. Ehrenamt bedeutet freiwillig helfen, ohne normales Gehalt. Dort triffst du Menschen mehrmals. Mehrmals bedeutet öfter als einmal. So entsteht Vertrauen. Vertrauen bedeutet, man fühlt sich sicher mit einer Person. Du kannst einfache Sätze benutzen. Hallo, ich bin neu hier. Wie lange bist du schon in dieser Gruppe? Kommst du jede Woche? Möchtest du nach dem Kurs einen Kaffee trinken? Hast du Lust, am Wochenende spazieren zu gehen? Nicht jeder sagt ja. Das ist normal. Ein Nein ist nicht das Ende. Du versuchst es wieder. Freundschaft ist wie Sprache. Sie braucht Wiederholung, Zeit und Geduld. Geduld bedeutet, du kannst warten, ohne aufzugeben. Jetzt sprechen wir über Heimweh. Heimweh bedeutet, du vermisst dein Zuhause. Du vermisst deine Familie, deine Straße, deine Sprache, dein Zimmer, deine Freunde, die Geräusche, den Geruch von Essen, die Sonne, die Musik, alles. Problem 17. Du fühlst dich traurig.
Obwohl du in Deutschland sein wolltest. Obwohl bedeutet Trotzdem. Du wolltest kommen. aber jetzt bist du traurig. Das ist kein Fehler. Das ist menschlich. Menschlich bedeutet normal für Menschen. Lösung. Gib dir Zeit. Sag nicht, Ich darf nicht traurig sein. Sag lieber, ich bin traurig. und das ist okay. Ich baue mir langsam ein neues Leben. Bauen bedeutet etwas Schritt für Schritt machen. Ruf deine Familie an. Schreib deinen Freunden. Koch ein Essen von zu Hause. Hör Musik aus deiner Heimat. Geh spazieren. Mach Licht an. Öffne das Fenster. Geh unter Menschen, auch wenn du nicht viel sprichst. Unter Menschen bedeutet Nicht allein im Zimmer bleiben. Manchmal hilft schon ein Kaffee. Du sitzt dort, trinkst Tee, hörst Stimmen, siehst Menschen. Du bist allein, aber nicht isoliert. Isoliert bedeutet ganz getrennt von anderen. Mach auch kleine Routinen. Routine bedeutet Etwas, was du regelmäßig machst. Morgens Tee, dann 10 Minuten Deutsch, dann frische Luft. Abends eine Nachricht an eine Person. Am Samstag einkaufen. Am Sonntag spazieren. Routinen geben Stabilität. Stabilität bedeutet, dein Leben fühlt sich sicherer an. Jetzt sprechen wir über Briefe. In Deutschland sind Briefe wichtig. Brief bedeutet Papierpost. Viele Informationen kommen per Post. Von der Stadt, von der Bank, von der Versicherung, von der Krankenkasse, vom Vermieter, von der Universität, von der Arbeit. Krankenkasse bedeutet Firma oder Organisation für Krankenversicherung. Problem 18. Du bekommst einen Brief und verstehst ihn nicht. Das macht Angst. Der Brief sieht offiziell aus. Viele lange Wörter, Fristen, Nummern, Beträge. Betrag bedeutet Eine Summe Geld. Du denkst, muss ich bezahlen? Habe ich etwas falsch gemacht? Was soll ich tun? Lösung. Öffne jeden Brief sofort. Sofort bedeutet direkt, nicht später. Lass Briefe nicht lange liegen. Liegen lassen bedeutet nicht bearbeiten. Schau auf 3 Dinge. Wer schreibt? Was wollen sie? Bis wann musst du antworten? Bis wann ist sehr wichtig. Viele Briefe haben eine Frist. Markiere wichtige Wörter. Termin, Zahlung, Erinnerung, Mahnung, Frist, Unterlagen, Nachweis, Bescheid. Zahlung bedeutet, du musst Geld bezahlen. Erinnerung bedeutet, man erinnert dich. Mahnung bedeutet, du hast etwas nicht bezahlt oder nicht gemacht. Und jetzt ist es dringender. Unterlagen sind Dokumente. Nachweis bedeutet Beweis. Bescheid bedeutet offizielles Schreiben mit Entscheidung. Wenn du den Brief nicht verstehst, frag schnell. Beratungsstelle, Freund, Kollege, Lehrer, Sozialberatung, Migrationsberatung. Migrationsberatung bedeutet Hilfe für Menschen, die neu im Land sind. Du kannst sagen, ich habe diesen Brief bekommen. Können Sie mir bitte helfen, ihn zu verstehen? Was muss ich tun? Mach ein Foto vom Brief. Aber teile private Daten vorsichtig.
Private Daten sind Name, Adresse, Nummern, Bankdaten. Sei vorsichtig im Internet. Jetzt sprechen wir über Termine. Termine sind in Deutschland sehr wichtig. Arzttermin, Amtstermin, Banktermin, Arbeitstermin, Kursbeginn, Prüfung, Wohnungsbesichtigung. Wohnungsbesichtigung bedeutet, du schaust eine Wohnung an. Vielleicht möchtest du sie mieten. Problem 19. Du vergisst Termine oder kommst zu spät. Vergessen bedeutet, Du denkst nicht mehr daran. Zu spät kommen ist unangenehm. Unangenehm bedeutet, es fühlt sich nicht gut an. Manchmal kostet es Geld oder du bekommst keinen neuen Termin schnell. Lösung. Schreib jeden Termin sofort in deinen Kalender. Kalender kann im Handy sein oder auf Papier. Schreib Datum, Uhrzeit, Adresse, Dokumente. Datum bedeutet Tag, Monat, Jahr. Uhrzeit bedeutet zum Beispiel 14:30 Uhr. Stelle eine Erinnerung. Erinnerung im Handy bedeutet, dein Handy sagt dir vorher Bescheid. Zum Beispiel einen Tag vorher und 2 Stunden vorher. Plane mehr Zeit für den Weg. Wenn Google sagt 30 Minuten, plane 45 Minuten. Vielleicht kommt der Bus zu spät. Vielleicht findest du den Eingang nicht. Eingang bedeutet Tür hinein. Vielleicht musst du im Gebäude suchen. Mehr Zeit bedeutet weniger Stress. Wenn du wirklich zu spät bist, ruf an. Sag, Guten Tag, ich habe um 10 Uhr einen Termin. leider, Komme ich 10 Minuten später. Ist das noch möglich? leider bedeutet, es tut mir leid, aber es ist so. Das ist höflich. Jetzt sprechen wir über Wohnungssuche. Wohnungssuche ist in vielen deutschen Städten schwer. Besonders in großen Städten. Besonders bedeutet vor allem. Viele Menschen suchen eine Wohnung. Es gibt wenig Wohnungen. Die Miete ist hoch. Hoch bedeutet viel Geld. Problem 20. Du schreibst viele Nachrichten und bekommst Keine Antwort. Das passiert oft. Viele Vermieter bekommen sehr viele Nachrichten. Deine Nachricht muss klar, höflich und vollständig sein. Lösung. Schreib kurz und gut. Zum Beispiel: Guten Tag, ich interessiere mich für die Wohnung. Mein Name ist Ich arbeite als oder ich studiere. Ich kann die Miete bezahlen. Ich habe die notwendigen Unterlagen. Über einen Besichtigungstermin freue ich mich sehr. Mit freundlichen Grüßen. Notwendige Unterlagen bedeutet Dokumente, die man braucht. Oft braucht man Ausweis oder Pass, Einkommensnachweis, Schufa, Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Diese Wörter sind schwer. Einkommensnachweis bedeutet Papier. Das zeigt, wie viel Geld du bekommst. Schufa ist eine Auskunft über deine Zahlungsgeschichte in Deutschland. Mietschuldenfreiheitsbescheinigung bedeutet Ein Papier. Das sagt, Du hast keine Mietschulden. Mietschulden bedeutet, Du schuldest noch Miete. wenn du neu bist, Hast du vielleicht noch keine Schufa? Dann sag ehrlich: Ich bin neu in Deutschland und habe noch keine Schufa. Ich kann aber meinen Arbeitsvertrag oder Kontoauszug zeigen. Ehrlich bedeutet,
Du sagst die Wahrheit. Vorsicht vor Betrug. Betrug bedeutet, jemand will dich täuschen und Geld nehmen. Wenn jemand sagt, überweise Geld, bevor du die Wohnung gesehen hast, sei vorsichtig. Wenn der Preis zu niedrig ist, sei vorsichtig. Wenn der Vermieter im Ausland ist und dir Schlüssel schicken will, sei sehr vorsichtig. Schlüssel bekommt man normalerweise nach Vertrag und Zahlung der Kaution. Kaution bedeutet Sicherheitsgeld für die Wohnung. Jetzt sprechen wir über Nachbarn. Nachbarn sind Menschen, die neben dir oder in deinem Haus wohnen. Gute Nachbarn sind wichtig. Du musst nicht beste Freunde sein, aber ein ruhiger, freundlicher Kontakt hilft. Problem 21. Du weißt nicht, wie du dich im Haus verhalten sollst. Verhalten bedeutet, wie du dich benimmst. In vielen Häusern gibt es Hausordnung. Hausordnung bedeutet Regeln für das Haus. Zum Beispiel Müll, Ruhezeiten, Treppenhaus, Fahrradkeller, Waschküche. Treppenhaus ist der Bereich mit Treppen. Fahrradkeller ist ein Raum für Fahrräder. Waschküche ist ein Raum mit Waschmaschinen. Lösung: Lies die Hausordnung. Wenn du sie nicht verstehst, frage. Sag, ich bin neu hier. Können Sie mir bitte kurz erklären, wie es mit Müll und Waschküche funktioniert? Das ist höflich. Viele Nachbarn helfen, wenn du freundlich fragst. Begrüße Nachbarn kurz. Guten Morgen. Guten Abend. Hallo. Das reicht. Reichen bedeutet genug sein. Du musst nicht lange sprechen. Aber ein kurzer Gruß macht das Haus freundlicher. Jetzt sprechen wir über das Wetter. Wetter in Deutschland kann für neue Menschen schwierig sein. Manchmal ist es kalt. Manchmal regnet es viel. Im Winter wird es früh dunkel. Dunkel bedeutet wenig Licht. Früh dunkel bedeutet, schon am Nachmittag oder frühen Abend ist es dunkel. Problem 22. Du fühlst dich im Winter müde und traurig. Wenig Sonne kann schwer sein. Lösung: Geh trotzdem raus, wenn es hell ist. Trotzdem bedeutet, auch wenn du nicht willst oder es schwierig ist. Kauf warme Kleidung. Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe, warme Schuhe. Kleidung ist nicht nur Mode. Kleidung ist Schutz. Schutz bedeutet, sie hilft deinem Körper. Lüfte deine Wohnung. Lüften bedeutet, Fenster öffnen, damit frische Luft kommt. In Deutschland lüftet man oft kurz und stark. Stoßlüften bedeutet, Fenster für ein paar Minuten ganz öffnen. Besonders im Winter ist das wichtig, damit die Wohnung nicht feucht wird. Feucht bedeutet zu viel Wasser in der Luft. Wenn es zu feucht ist, kann Schimmel entstehen. Schimmel bedeutet dunkle oder grüne Stellen an der Wand. Nicht gesund. Heizen und Lüften zusammen sind wichtig. Heizen bedeutet die Wohnung warm machen. Nicht den ganzen Tag Fenster gekippt lassen, wenn die Heizung an ist. Gekippt bedeutet, das Fenster ist oben ein bisschen offen. Besser. Kurz, ganz öffnen, dann wieder schließen. Jetzt sprechen wir über Verträge. Vertrag bedeutet eine offizielle Vereinbarung. In Deutschland gibt es viele Verträge. Mietvertrag, Handyvertrag, Internetvertrag,
Arbeitsvertrag, Versicherungsvertrag, Fitnessstudio-Vertrag. Vertrag ist wichtig. Vertrag ist verbindlich. Verbindlich bedeutet, du musst dich daran halten. Problem 23. Du unterschreibst etwas, das du nicht verstehst. Unterschreiben bedeutet, deinen Namen auf ein Dokument schreiben. Das kann gefährlich sein. Gefährlich bedeutet, es kann Probleme machen. Manche Verträge laufen lange. Laufen bedeutet hier dauern. Ein Vertrag kann 12 Monate oder 24 Monate dauern. Kündigen bedeutet einen Vertrag beenden. Kündigungsfrist bedeutet, wie früh du kündigen musst. Lösung. Unterschreibe nicht sofort, wenn du unsicher bist. Sag, ich möchte den Vertrag erst in Ruhe lesen. In Ruhe bedeutet ohne Stress. Oder kann ich den Vertrag mitnehmen? Oder können Sie mir die Kündigungsfrist zeigen? Frag nach Kosten. Frag nach Laufzeit. Laufzeit bedeutet, wie lange der Vertrag dauert. Frag. Gibt es zusätzliche Gebühren? Zusätzlich bedeutet extra. Bei Handy und Internet gibt es viele Angebote. Angebot bedeutet ein Plan oder Preis. Nicht jedes Angebot ist gut. Vergleiche. Vergleichen bedeutet 2 oder mehr Dinge anschauen und sehen, was besser ist. Frag auch. Ist monatlich kündbar? Monatlich kündbar bedeutet, du kannst jeden Monat beenden. Das ist für neue Menschen oft gut, weil du flexibel bist. Flexibel bedeutet, du kannst dich ändern. Jetzt sprechen wir über öffentliche Regeln. Öffentlich bedeutet für alle Menschen. In Deutschland gibt es viele Regeln im Alltag. Man darf nicht überall rauchen. Rauchen bedeutet Zigaretten benutzen. Man darf nicht überall parken. Parken bedeutet Auto stehen lassen. Man darf nicht bei Rot über die Straße gehen. Rot bedeutet Ampel rot. Man muss manchmal Pfand bezahlen. Pfand bedeutet extra Geld für Flaschen, das du zurückbekommst. Problem 24. Du kennst diese kleinen Regeln nicht. Lösung. Beobachte. Beobachten bedeutet schauen. Was andere machen. Lies Schilder. Frage, wenn du unsicher bist. Schilder sind oft kurz. Eingang, Ausgang, privat. Rauchen verboten. Parken verboten. Bitte leise. Nur für Bewohner, kein Durchgang. Verboten bedeutet, du darfst es nicht. Erlaubt bedeutet, du darfst es. Privat bedeutet, nicht öffentlich. Bewohner bedeutet, Menschen, die dort wohnen. Kein Durchgang bedeutet, du darfst dort nicht durchgehen. Pfand ist wichtig. Viele Plastikflaschen, Glasflaschen und Dosen haben Pfand. Dose bedeutet Getränk in Metall. Du bringst die leeren Flaschen zum Automaten im Supermarkt. Leer bedeutet nichts mehr drin. Der Automat gibt dir einen Bon. Den Bon gibst du an der Kasse ab. Dann bekommst du Geld zurück oder es wird vom Einkauf abgezogen. Abziehen bedeutet weniger machen. Jetzt sprechen wir über Sicherheit. Deutschland ist für viele Menschen sicher, aber trotzdem
muss man vorsichtig sein. Sicherheit bedeutet Schutz vor Gefahr. Gefahr bedeutet, etwas Schlechtes kann passieren. Problem 25. Du weißt nicht, wem du vertrauen kannst. Vertrauen bedeutet, du glaubst, diese Person ist ehrlich. Lösung. Gib keine wichtigen Daten an fremde Menschen. Keine PIN, keine Bankdaten, keine Passkopie ohne Grund. Wenn jemand Druck macht, sei vorsichtig. Druck machen bedeutet, jemand sagt, musst sofort entscheiden. Gute Entscheidungen brauchen Ruhe. Wenn du Hilfe brauchst, suche offizielle Stellen. Offiziell bedeutet von Stadt, Staat, Schule, Universität, Arbeit, Versicherung. Frag bei Beratungsstellen. Viele Städte haben kostenlose Hilfe für neue Menschen. Kostenlos bedeutet, du musst nicht bezahlen. Jetzt sprechen wir über Gefühle. Gefühle sind wichtig. Nicht nur Dokumente. Nicht nur Arbeit. Nicht nur Sprache. Dein Herz kommt auch mit nach Deutschland. Herz bedeutet hier dein Inneres, deine Gefühle. Ein neues Leben braucht Kraft. Kraft bedeutet Energie. Problem 26. Du vergleichst dich mit anderen. Vergleichen bedeutet, du schaust auf andere und denkst, warum können sie das besser? Warum sprechen sie besser? Warum haben sie schon Freunde? Warum haben sie Arbeit? Warum verstehen sie Briefe? Und ich nicht? Das tut weh. Wehtun bedeutet Schmerzen. Lösung. Vergleiche dich nicht zu viel. Jeder Weg ist anders. Weg bedeutet hier Leben, Prozess. Manche Menschen lernen schnell sprechen, aber haben Probleme mit Dokumenten. Manche haben Arbeit, aber fühlen sich einsam. Manche sprechen gut Deutsch, aber vermissen ihre Familie sehr. Jeder hat etwas Leichtes und etwas Schweres. Schau lieber auf deine kleinen Fortschritte. Fortschritt bedeutet, du bist ein bisschen weiter als vorher. Gestern konntest du kein Ticket kaufen. Heute kannst du es. Gestern hattest du Angst vor der Kasse. Heute sagst du, mit Karte bitte. Gestern hast du den Brief nicht geöffnet. Heute öffnest du ihn und fragst um Hilfe. Das ist Fortschritt. Schreib deine Fortschritte auf. Heute habe ich beim Bäcker Brot gekauft. Heute habe ich meinen Namen buchstabiert. Buchstabieren bedeutet Buchstaben einzeln sagen. A, N, N, A. Heute habe ich einen Termin gemacht. Heute habe ich einen Nachbarn begrüßt. Heute habe ich 10 Minuten Deutsch gehört. Das sind kleine Siege. Sieg bedeutet Erfolg. Erfolg bedeutet, etwas ist gelungen. Jetzt gehen wir in eine kleine Geschichte. Eine Person kommt neu nach Deutschland. Ihr Name ist Lina. Lina ist 26 Jahre alt. Sie kommt aus einem warmen Land. Jetzt wohnt sie in Köln. Köln ist eine Stadt in Deutschland. Sie hat ein Zimmer in einer WG. Am ersten Morgen wacht sie früh auf. Sie hört eine Straßenbahn. Straßenbahn bedeutet Tram. Sie hört Vögel. Sie hört Schritte im Flur. Flur bedeutet der Gang in der Wohnung. Lina steht auf. Sie macht Tee. Sie hat noch kein Brot. Sie hat nur Kekse in der Tasche.
Sie lacht ein bisschen. Sie sagt zu sich selbst: Heute kaufe ich Brot. Das ist mein Ziel. Ziel bedeutet, was ich heute schaffen will. Sie geht aus dem Haus. Sie sieht viele Fahrräder. Fahrrad bedeutet Bike. Sie sieht eine Bäckerei. Bäckerei bedeutet ein Laden für Brot und Kuchen. Sie geht hinein. Es riecht gut. Riechen bedeutet mit der Nase fühlen. Brot riecht gut. Kaffee riecht gut. Kuchen riecht gut. Die Verkäuferin sagt: Guten Morgen. Was darf es sein? Lina versteht nicht alles. Was darf es sein? Das bedeutet: Was möchten Sie kaufen? Lina ist kurz nervös. Dann sagt sie: Guten Morgen. Ein Brötchen bitte. Die Verkäuferin fragt: Welches? Lina schaut. Es gibt viele Brötchen. Normales Brötchen, Körnerbrötchen, Käsebrötchen, Laugenbrötchen. Lina zeigt mit dem Finger und sagt: Dieses bitte. Dieses bedeutet this one. Die Verkäuferin lächelt. Sie sagt: Gerne. Sonst noch etwas? Sonst noch etwas bedeutet: Möchten Sie mehr? Lina sagt: Nein, danke. Die Verkäuferin sagt den Preis. Lina bezahlt mit Karte. Sie sagt: Danke. Auf Wiedersehen. Draußen ist Lina stolz. Stolz bedeutet, sie fühlt sich gut, weil sie etwas geschafft hat. Nur ein Brötchen. Aber für Lina ist es nicht nur ein Brötchen. Es ist ein erster Schritt. Ein Schritt in ein neues Leben. Später geht Lina zum Bürgeramt. Sie hat einen Termin. Sie hat Angst, weil sie die Wörter nicht kennt. Aber sie hat ihre Mappe. In der Mappe sind Pass, Mietvertrag, Wohnungsgeberbestätigung. Sie sitzt im Wartebereich. Ihre Nummer kommt. Sie geht zum Schalter. Sie sagt: Guten Tag. Ich habe einen Termin zur Anmeldung. Der Mitarbeiter spricht schnell. Lina versteht nur die Hälfte. Hälfte bedeutet 50%. Sie sagt ruhig: Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Können Sie bitte langsam sprechen? Der Mitarbeiter spricht langsamer. Lina versteht mehr. Am Ende bekommt sie ihre Meldebescheinigung. Sie sagt: Vielen Dank. Sie geht hinaus und atmet tief. Ein weiteres Problem ist gelöst. Am Abend sitzt Lina in ihrem Zimmer. Sie ist müde, aber sie ist auch ruhiger. Sie denkt: Ich kann das lernen. Nicht alles heute, nicht alles morgen, aber Schritt für Schritt. Das ist ein wichtiger Satz. Schritt für Schritt. Wenn du neu in Deutschland bist, brauchst du diesen Satz. Schritt für Schritt. Anmeldung. Schritt für Schritt. Sprache. Schritt für Schritt. Arbeit Schritt für Schritt. Freunde Schritt für Schritt. Wohnung. Schritt für Schritt. Gesundheit Schritt für Schritt. Jetzt lernen wir noch mehr nützliche Alltagssätze. Nützlich bedeutet: Sie helfen wirklich. Beim Fragen: Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich bin neu hier. Ich suche diese Adresse. Wie komme ich zum Bahnhof? Welche Bahn muss ich nehmen? Wo kann ich ein Ticket kaufen? Muss ich hier umsteigen? Umsteigen bedeutet: von einem Bus in einen anderen Bus oder von einer Bahn in eine andere Bahn wechseln.
Wo muss ich aussteigen? Aussteigen bedeutet Bus oder Bahn verlassen. Ist das der richtige Bus? Richtig bedeutet correct. Beim Amt. Ich möchte mich anmelden. Welche Dokumente brauchen Sie? Ich habe meinen Pass dabei. Dabei haben bedeutet mitbringen. Ich habe den Mietvertrag dabei. Ich verstehe das Wort nicht. Können Sie es bitte aufschreiben? Muss ich noch etwas mitbringen? Wann bekomme ich das Dokument? Beim Arzt. Ich brauche einen Termin. Ich bin krank. Ich habe Fieber. Ich habe Husten. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mir ist schwindelig. Schwindelig bedeutet, dein Kopf fühlt sich nicht stabil an. Mir ist übel. Übel bedeutet, du fühlst, vielleicht musst du dich übergeben. Ich nehme dieses Medikament. Ich habe eine Allergie. Ich bin versichert. Versichert bedeutet, du hast Versicherung. Hier ist meine Karte. Beim Einkaufen. Wo finde ich Milch? Wo finde ich Reis? Wie viel kostet das? Kann ich mit Karte bezahlen? Ich brauche eine Tüte. Nein, danke. Ja, bitte. Den Bon bitte. Keinen Bon. Danke. Ich möchte das zurückgeben. Zurückgeben bedeutet, du bringst etwas zurück in den Laden. Bei der Wohnung. Die Heizung funktioniert nicht. Das Wasser ist kalt. Das Fenster schließt nicht. Die Waschmaschine ist kaputt. Kaputt bedeutet, funktioniert nicht. Können Sie bitte jemanden schicken? Jemand bedeutet, eine Person. Wann kann jemand kommen? Ich bin morgen zu Hause. Ich bin ab 17 Uhr zu Hause. Bei der Arbeit. Ich habe eine Frage. Können Sie mir das bitte zeigen? Ich habe das noch nie gemacht. Noch nie bedeutet nicht vorher. Bis wann soll ich das machen? Soll ich das heute fertig machen? Ich brauche noch etwas Zeit. Ich bin krank und kann heute nicht kommen. Ich schicke die Krankmeldung. Krankmeldung bedeutet Information, dass du krank bist. Manchmal auch ein Papier vom Arzt. Bei Freunden? Hast du am Wochenende Zeit? Möchtest du Kaffee trinken? Wollen wir spazieren gehen? Ich kenne hier noch nicht viele Leute. Leute bedeutet Menschen. Kannst du mir einen guten Arzt empfehlen? Empfehlen bedeutet sagen, was gut ist. Kannst du mir einen Tipp geben? Tipp bedeutet kleiner Rat. Danke, das hilft mir sehr. Jetzt sprechen wir über Fehler. Fehler sind normal. Fehler bedeutet, etwas ist nicht richtig. Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Aber Fehler sind Lehrer. Ein Fehler zeigt dir, was du noch lernen kannst. Vielleicht sagst du der Bahn statt die Bahn. Vielleicht sagst du, ich habe kalt statt mir ist kalt. Vielleicht sprichst du ein Wort falsch aus. Falsch bedeutet nicht richtig. Die Menschen verstehen dich vielleicht trotzdem. Trotzdem bedeutet, auch wenn es nicht perfekt ist. Kommunikation ist wichtiger als Perfektion. Kommunikation bedeutet, Menschen verstehen einander. Wenn jemand dich korrigiert, sag Danke. Korrigieren bedeutet verbessern. Nicht jeder korrigiert freundlich. Manchmal fühlt es sich unangenehm an. Aber du kannst ruhig bleiben. Du lernst. Du darfst Fehler machen. Du darfst langsam sein.
Du darfst nachfragen. Nachfragen bedeutet, noch einmal fragen, um es besser zu verstehen. Jetzt sprechen wir über Ordnung im Kopf. Am Anfang sind viele Dinge gleichzeitig. Gleichzeitig bedeutet Zur selben Zeit. Anmeldung, Konto, Versicherung, Wohnung, Arbeit, Sprache, Einkaufen, Freunde. Alles ist im Kopf. Der Kopf wird voll. Voll bedeutet zu viel drin. Lösung: Mach eine Liste. Liste ist einfach, aber stark. Schreib 3 Spalten. Spalte bedeutet ein Teil in einer Tabelle. Erste Spalte. Was muss ich tun? Zweite Spalte: Bis wann? Dritte Spalte: Was brauche ich? Zum Beispiel Anmeldung. bis Freitag. Pass. Mietvertrag, Wohnungsgeberbestätigung. Bankkonto. Nächste Woche. Pass. Meldebescheinigung. Steuer-ID. Krankenversicherung. Diese Woche. Vertrag, Pass, Adresse. Deutsch lernen. jeden Tag. 20 Minuten hören. 10 Wörter wiederholen. Arzt suchen. Diesen Monat. Liste mit Hausärzten in der Nähe. Steuer-ID ist eine Nummer für Steuern. Steuer bedeutet Geld an den Staat. Die Steuer-ID kommt oft per Post nach der Anmeldung. Bewahre sie gut auf. Mach nicht 10 Aufgaben an einem Tag. Mach eine oder 2. Eine erledigte Aufgabe gibt Kraft. Erledigt bedeutet fertig gemacht. Schreib einen Haken. Haken bedeutet Zeichen, dass etwas fertig ist. Ein Haken fühlt sich gut an. Jetzt sprechen wir über Hilfe. Hilfe suchen ist keine Schwäche. Schwäche bedeutet nicht stark. Aber Hilfe suchen ist oft klug. Klug bedeutet intelligent. In einem neuen Land braucht jeder Hilfe. auch starke Menschen. Auch intelligente Menschen. Auch Menschen mit guter Ausbildung. Wo findest du Hilfe? Bei Beratungsstellen. In Sprachkursen. Bei der Stadt. Bei der Universität. Bei Kollegen. Bei Nachbarn. In Bibliotheken. In Vereinen. Online, aber vorsichtig. Verein bedeutet Gruppe mit einem gemeinsamen Interesse. Zum Beispiel Sport, Musik, Kultur. Du kannst sagen, Ich brauche Hilfe bei diesem Formular. Formular bedeutet Papier mit Fragen und Feldern. Feld bedeutet ein Platz, wo du etwas einträgst. Name, Adresse, Geburtsdatum. Geburtsdatum bedeutet dein Geburtstag mit Jahr. Geburtsort bedeutet Ort, wo du geboren bist. Staatsangehörigkeit bedeutet dein Land, deine Nationalität. Formulare sind oft schwer, auch für Deutsche. Das ist wichtig zu wissen. Wenn du ein Formular nicht verstehst, bist du nicht dumm. Dumm bedeutet nicht intelligent. Formulare sind einfach oft kompliziert. Bitte um Hilfe. Jetzt sprechen wir über kleine kulturelle Dinge. Kultur ist nicht nur Musik oder Essen. Kultur ist auch Alltag. In Deutschland sagt man oft genau, Was man plant. wenn man um 15 Uhr sagt, meint man meistens 15 Uhr. Nicht 15. 30. Pünktlichkeit ist Respekt. Respekt bedeutet, du achtest die Zeit der anderen Person. Man sagt oft vorher ab,
wenn man nicht kommen kann. Absagen bedeutet Sagen, dass du nicht kommst. zum Beispiel: Es tut mir leid, ich kann heute nicht kommen. Können wir einen neuen Termin machen? Das ist höflich. Man trennt oft privat. Und beruflich. Privat bedeutet Persönliches Leben. beruflich bedeutet Arbeit. Ein Kollege kann freundlich sein, aber nicht sofort dein Freund. Das ist normal. Mit Zeit kann Freundschaft entstehen. Man plant Treffen oft vorher. Spontan bedeutet ohne Plan, direkt. Manche Menschen sind spontan, aber viele planen. Wenn du jemanden treffen willst, frag ein paar Tage vorher. Zum Beispiel: Hast du am Samstag Zeit? Möchtest du einen Kaffee trinken? Manche Türen sind geschlossen. Das bedeutet nicht immer Ablehnung. Ablehnung bedeutet Jemand will dich nicht. Manchmal bedeutet es nur, Menschen brauchen Privatsphäre. Privatsphäre bedeutet Eigener Raum. Eigenes Leben. Jetzt sprechen wir über deine Identität. Identität bedeutet, wer du bist. Wenn du in ein neues Land kommst, verändert sich viel. Du sprichst anders. Du verhältst dich anders. Du lernst neue Regeln. Aber du bleibst du. Du musst nicht alles von dir verlieren. Verlieren bedeutet nicht mehr haben. Du kannst Deutsch lernen und deine Muttersprache lieben. Muttersprache bedeutet deine erste Sprache. Du kannst deutsche Regeln respektieren und deine eigene Kultur behalten. Du kannst neue Freunde finden und alte Freunde lieben. Du kannst dich verändern und trotzdem du selbst bleiben. Das ist wichtig. Integration bedeutet nicht alles Alte wegwerfen. Wegwerfen bedeutet in den Müll tun. Integration bedeutet, du findest einen Platz. Du lernst das neue Land. Du respektierst Regeln. Du nimmst teil. Teilnehmen bedeutet dabei sein. Aber du bringst auch etwas mit. Deine Erfahrung, Deine Sprache. deine Geschichte, deine Kraft. Jetzt machen wir eine ruhige Wiederholung. Wiederholung ist gut. Dein neues Leben in Deutschland beginnt nicht mit Perfektion. Es beginnt mit Ankommen. Ankommen. Du kommst an. Du atmest. Du schaust. Du fragst. Du lernst. Du brauchst eine Wohnung. Wohnung, Ein Zimmer. Eine Adresse. Einen Schlüssel. Schlüssel. Du brauchst Anmeldung. Anmeldung. Bürgeramt. Termin. Dokumente. Du brauchst ein Konto. Konto. Bank. Karte. PIN. Überweisung, Du brauchst Versicherung. Versicherung. Krankenkasse. Arzt. Termin, Gesundheit. Du brauchst Sprache. Sprache. Hören. Sprechen. Fragen, Wiederholen. Du brauchst Alltag. Einkaufen. Busfahren. Müll trennen. Briefe lesen. Termine machen. Du brauchst Menschen. Nachbarn, Kollegen, Freunde. Hilfe. Gespräche. Du brauchst Geduld. Geduld, Zeit, Mut, Ruhe. Wenn etwas schwer ist, sag: Es ist schwer, aber ich kann einen Schritt machen. Wenn du Angst hast, sag, ich habe Angst, aber ich frage trotzdem. wenn du müde bist, sag:
Ich ruhe mich aus und mache morgen weiter. Wenn du einen Fehler machst, sag: das ist ein Fehler, aber ich lerne. Du bist nicht zu spät. Du bist auf deinem Weg. Dein Weg ist dein Weg. Vielleicht ist er langsam. Langsam ist okay. Langsam ist nicht schlecht. Langsam kann stabil sein. Stabil bedeutet stark und sicher. Ein Haus baut man auch nicht an einem Tag. Ein neues Leben auch nicht. Heute lernst du ein Wort. Morgen einen Satz. Diese Woche einen Termin. Nächste Woche ein Formular. Diesen Monat Vielleicht einen Freund. in 3 Monaten verstehst du mehr. In 6 Monaten fühlst du dich sicherer. Sicherer bedeutet mehr Sicherheit. In einem Jahr schaust du zurück und denkst, Am Anfang war alles so schwer. aber ich habe viel geschafft. Zurückschauen bedeutet an die Vergangenheit denken. Vergangenheit bedeutet, was früher war. Du wirst sehen. Viele kleine Schritte waren groß. Der erste Einkauf. Der erste Arzttermin. Die erste Anmeldung. Das erste Gespräch mit einem Nachbarn. Die erste Fahrt allein mit der Bahn. Der erste Brief, den du verstanden hast. Das erste Mal, Dass du am Telefon gesprochen hast. Das erste Mal, dass du jemandem geholfen hast. Auch das kommt. am Anfang brauchst du Hilfe. Später kannst du anderen helfen. Das ist schön. Vielleicht kommt eines Tages jemand neu nach Deutschland. Diese Person ist nervös. Sie versteht die Bahn nicht. Sie versteht den Brief nicht. Sie weiß nicht, wo die Anmeldung ist. Und du sagst: Keine Sorge, Ich kenne das. ich helfe dir. Dann merkst du: Du bist angekommen, Nicht perfekt. aber angekommen. Jetzt atme noch einmal ruhig ein und aus. Du darfst stolz auf dich sein. Stolz auf deinen Mut. Stolz auf deine Schritte. Stolz auf dein Lernen. Deutschland ist neu, aber nicht für immer fremd. Fremd bedeutet nicht bekannt. Mit jedem Tag wird etwas weniger fremd. Eine Straße Wird bekannt. Ein Supermarkt wird bekannt. Ein Gesicht wird bekannt. Ein Wort wird bekannt. Ein Satz wird bekannt. Und langsam wird aus einem fremden Ort ein Ort, an dem du leben kannst. Das ist dein Anfang. Nicht leicht, aber möglich. Möglich bedeutet, es kann passieren. Es kann gut werden. Schritt für Schritt. Wort für Wort. Tag für Tag. Gute Reise in deinem neuen Alltag. Gute Ruhe für dein Herz. Gute Kraft für morgen. Und vergiss nicht, du musst nicht alles heute schaffen. Heute reicht ein Schritt. Ein kleiner Schritt. Aber ein echter Schritt.